Ein Hallo und willkommen zu Folge Nummer 309 auf diesem Kanal. Alter, was war das denn, Junge? Willst du mich verarschen oder was, Mann? Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge und Feuer frei. Feuer frei nimmt der BMW-Fahrer in dieser Szene hier innerorts ziemlich wörtlich. Wenn die nicht reif genug sind, dann brichst du das mit so einem Knopf. So schön das Auto hier im Gegenverkehr auch ist, zum Glück schaut Chris nach vorne. Und weit nach vorne schauen wir auch in dieser Situation. Das Auto von hinten muss schon bei durchgezogener Linie ausgeschert sein und manche haben es einfach besonders eilig. Boah, Alter, Jens, stop and go, was ist denn hier los? Ey, Alter, kann der nicht aufpassen? Aufpassen ist ein gutes Stichwort, hier beim Ausparken statt Einparken. Ja, nee, ist klar. Befreit ihr im Winter immer euer Autodach vom Schnee? Hier sehen wir mal, was abgesehen von der Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs alles passieren kann. Und habt ihr das leichte Knacken gehört? Da ist dem Einsender jetzt durch den Schnee auf dem Scheibenwischer der linke Scheibenwischer abgebrochen. Auf der Autobahn in einer Baustelle ohne Seitenstreifen und ja, was ist die Moral von der Geschichte? Ohne Scheibenwischer sieht man nichts. Hier ist jetzt zum Glück ein Pannenstreifen da, er kann anhalten, hat glücklicherweise noch einen alten Scheibenwischer im Kofferraum gehabt, konnte den austauschen. Aber gerade 3 Tage vor Veröffentlichung dieses Videos hat es auf der A10 genau wegen sowas ähnlichen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Da ist auch jemandem der Scheibenwischer ausgefallen, der hat auf der Autobahn angehalten, da war aber kein Pannenstreifen da, hat versucht den Scheibenwischer zu reparieren, dabei ist jemand in das unbeleuchtete Fahrzeug reingefahren und Stand 11. Januar wurde der Fahrer des Pannenfahrzeuges dabei lebensgefährlich verletzt. Niki wieder zu Volksfest. Oh, Digga. Oh, der fast den Fahrradfahrer. In dieser Situation hier haben wir eine rote Ampel. Auto über Rot, LKW über Rot, aber komm, alle guten Dinge sind 3. Und während die einen gerne über Rot fahren, bleiben andere lieber bei Grün stehen. Warum steht der einfach? Hä? Und um das Kopfschütteln noch zu komplettieren, hier ist die Ampel aus, diese Straße hier hat aber eindeutig sichtbar ein Vorfahrtsschild. Der Videoeinsender nennt diese Datei hier spontane Entscheidung. Am Berg ausgebremst zu werden dürfte so zu den Sachen gehören, die wirklich gar kein LKW-Fahrer leiden kann. Aber wo wir schon bei spontanen Entscheidungen waren, bleiben wir direkt mal bei spontanen Entscheidungen. Nach 400 Metern an der Gabelung rechts halten, Beschilderung in Richtung U31 Frankfurt folgen. Dicker als meine eigene. Hier vor dem LKW haben wir einen älteren Herrn, der hier irgendwie mitten auf der Landstraße in dieser Rechtskurve hier angehalten hat. Aber es wird noch besser. Im Gegenverkehr kommt jetzt nämlich ein Notarztfahrzeug, was jetzt hier gleich auf der Landstraße wenden wird. Der Vordermann bremst jetzt hier auch, aber irgendwie nicht richtig. Nee. Um dann hier wirklich im allerletzten Moment dann doch noch eine Vollbremsung zu machen. Wir sehen hier im Kofferraum, laut Einsender fällt der Rollator um. Und wenn die Situation hier wirklich mit der Gesundheit des Fahrers zu tun hat, sollte er meiner Meinung nach nicht mehr am Steuer sitzen dürfen. Und als ich so eine ähnliche Aussage unter dem Video, wo der Rentner das Kind angefahren hatte, gebracht hatte, hatten mir ganz viele vorgeworfen, dass ich was gegen Rentner habe und das muss ich entschieden zurückweisen. Ich habe einfach nur ein Problem mit dem Risiko, was daraus resultiert. Wenn ich was gegen junge Leute habe, die am Handy daddeln oder Straßenrennen fahren, habe ich ja schließlich auch nicht pauschal was gegen alle jungen Leute, sondern nur gegen die, die halt wirklich die Gefährdung darstellen. Und zur Beruhigung stehen wir jetzt mit Miata on Tour erstmal vor der nächsten Engstelle. Hallo?
Gucke. Hallo? Ganze 30 Sekunden später. Genauso. Ah ja. Hey! Der Einsender Simon hat zu dieser Szene hier viel geschrieben und abschließend die Frage gestellt, ob ich oder ihr Zuschauer sehen, was er hier möglicherweise verbockt hat, und darum lasse ich die Szene jetzt mal laufen. Eine Minute später am nächsten Kreisverkehr. Und 15 Sekunden später, wir erinnern uns ja, dass der Simon am Anfang 2 Radfahrer überholt hatte. Und 40 Sekunden später an der Ampel macht der Radfahrer jetzt noch ein Foto von Simon und meiner Meinung nach verhalten sich in dieser Situation hier alle falsch. Simon und die beiden Radfahrer. Die Aktion beginnt mit dem viel zu engen Überholen von Simon. Den Radfahrern fällt als Revanche darauf aber nichts anderes ein, als selber wieder rechts zurück zu überholen. Das wiederum lässt Simon aber hier überhaupt nicht auf sich sitzen. Das Hupen habt ihr ja sicherlich mitbekommen, was vielleicht manche nicht gemerkt haben. Er ist in beiden Situationen, während die Radfahrer neben ihm waren, nach rechts gezogen. Solche Situationen wie diese sind von beiden Seiten einfach so unfassbar unnötig und vor allem so vermeidbar. Das ist ein klassischer Fall von so lange, bis irgendwann einer heult. Der Videoeinsender Galla fährt jetzt ca. 230 km/h. Alter, ist ja bescheuert, ey. Hast du ein Brett oder was? Relativ flott ist auch der Einsender hier unterwegs, ist in Tempo 100 erlaubt und der wird jetzt hier gleich geblitzt. Ich berechne jetzt hier mal die Geschwindigkeit, die er meiner Meinung nach gefahren ist, und bitte den Videoeinsender darum mal bitte unter dieses Video zu schreiben, welche Geschwindigkeit ihm hier ohne Abzug der Toleranz per Post vorgeworfen wurde. Und wenn ich den Kommentar sehe, pinne ich den mal oben an. Ich bin mal gespannt, ob das ungefähr passt oder ob ich mit meiner Berechnung hier jetzt komplett blamiert habe. Und hier sehen wir mal, wie wichtig es sein kann, mal zu blinken, bevor man abbiegt. Ziemliches Missverständnis hier und das war relativ knapp. Relativ knapp ist auch der Sicherheitsabstand hier. Wie viele Meter sind das? 2, 3 Meter, 4 Meter? Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier in der folgenden Szene, warum Sicherheitsabstände extrem wichtig sein können. Der Videoeinsender Tristan ist hier nämlich auf dem Weg zur Autobahnabfahrt unterwegs und fährt den Vordermann doch relativ dicht schon auf. Ja, und da sind nach der ABS-Bremsung hier noch vielleicht 3 Meter übergeblieben. Stau in der Abfahrt ist auch fies, aber Sicherheitsabstand kann man nie genug haben. Wir achten hier rechts auf das rote Auto, was die Auffahrt hier hochkommt. Was darf auf eine blöde Aktion an der Abfahrt nicht fehlen? Richtig, eine blöde Aktion an der Autobahnauffahrt. Ei, da kannst du nichts mehr sagen, ey. Katastrophe. Ey, da laufen. Zwischendurch wird ja immer schon gesagt, dass wir zu viele rote Ampeln mit in unsere Folgen reinnehmen. Ich muss aber einfach sagen, egal wie oft ich mir sowas hier angucke, diese Ignoranz hier an der roten Ampel macht mich jedes Mal aufs Neue wieder fassungslos. Und damit stehen wir jetzt zusammen mit dem DAK Markus am Ende dieser Folge. Lasst doch gerne eine Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr noch zu den Nicht-Abonnenten gehört. Schreibt gerne einen Kommentar. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.